Tazzi testet irgendwas. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tazzi testet irgendwas. Ich ziehe mir gerade den Tisch ein Stück noch ran, damit ich hier eine bessere Übersicht habe. Und wir haben heute ein Sonderformat quasi. Wir haben nämlich heute, falls man es erkennt, wir haben heute Weihnachtsedition oder Winteredition. Auf jeden Fall winterlich. So viel kann ich schon mal verraten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte, eigentlich sogar 8. Das 8. hat es nur leider nicht mehr bis ins Video geschafft. Eventuell kann ich es nochmal nachkaufen. Dann würde ich das im Anschluss an das Video noch mit dranhängen. Stand jetzt, in diesem Moment, habe ich es nicht bekommen. Wir werden sehen, wie es am Ende dieses Videos ist. Deswegen kommen die Sachen zum Ende hin. Weil davon habe ich 3 Sorten und die dritte Sorte ist, wie gesagt, schon weg. Okay, fangen wir an. Und zwar mit, es ist alles süß. Es ist alles sehr süß hier. Und wir fangen an mit The Boy Killer und zwar Prinzenrolle. Und da habe ich mitgebracht die Winteredition Spekulatius Style. Diese hier passt gar nicht richtig in den Monitor. Habe ich mein Mikrofon angemacht? Natürlich nicht. So, jetzt solltet ihr mich besser hören. Also, The Boy Killer, Prinzenrolle Spekulatius Style. Die Nährwerte davon sind ganz klein hier unten, damit man sie auch ja nicht sieht. Das sind die hier. So, jetzt hat ja Prinzenrolle so eine ganz tolle Öffnung jetzt seit neuestem. Und zwar hier. Wir probieren, ob wir es da gut aufkriegen. Nö. Jetzt. Tada! Und hier kann man sich jetzt einen Keks draus mausen. Also ein bisschen weiter aufmachen. Einen Keks. Klappe zu. So, wir haben einen dunkleren Keks, also ich vermute einen Schokokeks, und da drauf ist der Herr Prinz zu sehen. Auf der anderen Seite ist der Prinz auch zu sehen. Also riechen tut es Wahnsinn nach Spekulatius, auf jeden Fall sehr Spekulatius-mäßig riecht das Ganze hier. Kakao-Doppelkeks, das ist also ein Kakaokeks. Und ja, wir sind gespannt. Wir beißen mal rein. Ich habe das Gefühl, ich habe Krümel an der Nase. Prosit. Die Creme dazwischen kann man nicht so gut erkennen. Vielleicht, hier so. Mein Gesicht stört. Ja, okay. Schnecken wir los. Ja. Also es schmeckt wirklich nach Spekulatius. Was hier sehr vorriecht, finde ich, ist, glaube ich, die Nelke. Also die riecht unheimlich vor, aber man schmeckt sie nicht ganz so doll. Und das finde ich ganz gut, weil ich finde, wenn Nelke so arg vorschmeckt, ist ein bisschen, mag ich nicht so gern. Ich wollte euch die Creme noch mal ein bisschen besser zeigen. Ich will jetzt aber nicht so komisch den Keks abknabbern. Hier ist die Creme noch mal ein bisschen besser zu sehen. Genau, aber ist ganz lecker. Schokokeks an sich ist auch gut. Knusprig, wie man es von Prinzenrolle gewohnt ist. Also ein guter Spekulatius-Keks. Naja, ist ja kein Spekulatius-Keks. Ein guter Prinzenkeks im Spekulatius-Style. Kann man machen, finde ich ganz lecker. Kriegt von mir 4 Kekse. Der Keks kriegt 4 Kekse. Sehr schön. Er krümelt ein bisschen.
Machen wir weiter. Wir kommen zu nochmal De Borkeler und dem Prinzen, allerdings zu dem kleinen Prinzen. Und zwar in der Prinzenrolle Creamies. Und zwar in der Sorte Zimttraum. Das ist diese hier. Die hat diese Nährwerte. Und die hat einen ganz hervorragenden Verschluss, nämlich wieder verschließbar. Das lieben wir, das mögen wir. Und, ach Gott, die ist ja wirklich goldig, sieht ja wirklich aus wie da vorne drauf. Und zwar haben wir hier eine Schneeflocke. Wie niedlich ist das denn bitte? Das ist ja richtig süß. Das finde ich schön. Das sieht wirklich aus wie hier auf der Verpackung. Sehr gut. So, schnuppert das? Oh, riecht nach Zimt. Ganz leicht. Riecht lecker. Prost. Lecker. Das ist wirklich gut. Schmeckt mir besser als der große Spekulatiuskeks. Also, der schmeckt mir besser, wie gesagt, als der große Keks. Ich würde dem hier dann 4,5 Kekse geben. Dann finde ich mich besser. 4,5 Kekse für die Creamies. Okay. Mal kurz ein Schluckchen trinken. Nichts mehr drin. Nur noch der letzte Schluck gewesen. So, kommen wir zu... Oh, was probieren wir denn? Wir probieren Chocolate Chips. Von Chocolate Chips gibt es auch die Variante Lebkuchengeschmack. Und ich finde ja Chocolate Chips, das Original, liebe ich. Die sind so lecker. Deswegen Chocolate Chips mag ich gerne. Mag ich eigentlich sogar alle Sorten. Es ist neu, dass die so in so einer durchsichtigen Verpackung kommen. Ich meine, die war vorher immer so cremefarben. Oh, ganz leicht nach Weihnachten riecht's. Nach Lebkuchen. Ihr kennt bestimmt Chocolate Chips und wie die aussehen, aber hier nochmal als näher dran. Ah ja, doch. Sehr dezent, muss ich sagen. Schmeckt wirklich sehr dezent nach Lebkuchen. Gar nicht so boom in dein Gesicht. Also ich finde die lecker. Und wie gesagt, alles hier ist meine Meinung, mein Geschmack. Wenn dir das natürlich nicht schmeckt oder dir das besser schmeckt als mir, ja, ist das völlig okay, denn Geschmäcker sind nun mal unterschiedlich. Also, ich finde die Chocolate Chips lecker. Ich würde denen 4 Kekse geben. 4 Kekse für die Chocolate Chips. In der Variante Lebkuchengeschmack. Ich mochte diese Verpackung schon immer, ne? Dieses Aufmachen, ich finde es so cool. Und dann, schupp, zack. So, ich lieb's. Noch heute. Mochte ich als Kind schon. Gut. Und dann gab es, die liebe ich auch schon, seit ich klein bin. Auch das Original, großer Fan des Originals. Auch großer Fan von der dunklen Schokoladenversion davon. Obwohl man die auch super leicht selber machen kann. Aber ich weiß nicht, gekauft schmecken sie halt auch gut. Und zwar ist die Rede von Choco-Crossis in Zimtgeschmack. Ganz neu. Auch eine Limited Edition. Und wie gesagt, Choco-Crossis als kleines Mädchen. Die mochte ich. Die sind noch genauso verpackt wie früher. Das finde ich gut. Hörst du es schon knuspern? Nein, noch nicht. Aber okay, lass uns probieren. Wie ich sie aufkriege.
Geh auf! Die wollen nicht gegessen werden. Dann halt anders. Hä? Die sind ja weiß. Okay. Hä? Ja, okay. Hier auf der Verpackung sind sie theoretisch auch weiß. Aber irgendwie habe ich gedacht, die wären dunkel. Aber okay, sie sind weiß. Und sie riechen nach Zimt. Ich zeige euch das mal gerade. Also ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass die weiß sind, ganz ehrlich. Aber hier ist ein weißer drauf. Deswegen, also ich habe nicht gedacht, dass die weiß sind. Aber okay, gut. Dann probieren wir. Prost. Ist auf jeden Fall weihnachtlich. So viel kann man schon mal sagen. Es ist sehr weihnachtlich. Ist auch lecker. Jetzt haben wir halt einfach noch nicht Weihnachten. Und es gibt halt schon so viel Weihnachtskram zu kaufen. Ich bin halt auch noch gar nicht so in dieser Stimmung für Weihnachten. Aber sie sind trotzdem recht lecker. Ich finde aber, sie haben so einen ganz komischen Beigeschmack, den ich nicht so mag. Der Zimtgeschmack ist okay. Der ist jetzt nicht so richtig dolle, aber es ist sehr angenehm im Geschmack, finde ich. Aber irgendwas da dran mag ich nicht so gerne. Ich kann euch aber nicht sagen, was es ist. Ich gucke mal kurz. Steht hier irgendwas drauf? Knuspersnack aus weißer Fettglasur. Vielleicht ist es diese Fettglasur. Die mochte ich bei irgendwas anderem auch schon nicht so gerne. Und vielleicht liegt es daran. Auf jeden Fall würde ich sie nicht nochmal kaufen. Deswegen würde ich den auch nur 2,5 geben. Ist okay. Muss man mögen. Ich finde sie nur so lala. Schon lecker, aber 2,5. So. Geh davon nicht mehr weg. Okay, kommen wir zu was anderem. Zu was zu trinken. Und zwar zu Starbucks. Und zwar zu Holiday Edition White Chocolate Mocha. Chilled Coffee steht hier auch noch drauf. Der chillt, der Kaffee. Und zwar dieser hier. Ich glaube, den gibt es jedes Jahr. Ich habe den allerdings noch nie probiert. Weswegen wir den jetzt probieren werden. Außerdem hat er mich irgendwie angestrahlt. Wir werden einmal schütteln. Ich finde ja witzig, dass es dazu sogar einen Strohhalm gibt. So. Dann wollen wir mal kosten. Ich habe mir jetzt keine Tasse mitgebracht, weil es ist Kaffee. Der ist halt braun. Und der ist halt mit Milch. Also, ja, mit Creamy Milk. Cheers. Hints of White Chocolate Flavor. Der schmeckt ein bisschen wie ich finde immer dieser Kakao mit Schuss auf dem Weihnachtsmarkt. Der hat so einen besonderen Kakaogeschmack, der Kaffee. Der Kaffee, ja. Der Kakao. Der hat immer so einen besonderen Kakaogeschmack. Und so ähnlich schmeckt der hier auch. Also es ist ja White Chocolate, aber auf dem Weihnachtsmarkt gibt es ja nicht White Chocolate mit Schuss, sondern nur heiße Schoki mit Schuss. Aber irgendwie erinnert es mich daran. Aber es erinnert mich auch an irgendwas anderes. Aber an was? Irgendwas in meiner Jugend. Kann euch aber nicht genau sagen, was. In meiner Jugend habe ich allerdings keinen Kaffee getrunken. Also, schwierig. Ich weiß es nicht. Oder ist er einfach nicht mehr gut? Das könnte natürlich auch sein. Der steht nämlich schon eine Weile hier rum. Nö, ist noch bis zum 10.12. haltbar.
Ich finde ihn nicht so lecker. Ich finde ihn nur so 2,5 lecker. 2,5 Kekse lecker. Sonst ist er nicht so dolle. Also er wird nicht wegkommen. Jetzt habe ich eine feuchte Nase. Der wird ausgetrunken von mir, aber ich würde ihn mir wirklich nicht normal kaufen. Da hat Starbucks wirklich besseren Kaffee in der Kühle zu stehen als den hier. Und sind wir mal ehrlich, dafür ist er auch einfach zu teuer. Der billige Kaffee schmeckt besser als der hier. Also ist okay. Würde ich aber, wie gesagt, nicht nochmal kaufen. Deswegen 2,5. 2,5 Kekse reicht. Mehr braucht es nicht. Gut, kommen wir zu Schokolade. Und zwar, wer mein Food Haul gesehen hat vor einiger Zeit, das dürfte schon ein bisschen her sein, da hatte ich Schoki von Rittersport mitgebracht. Und zwar in 3 neuen Sorten. Jetzt habe ich allerdings, wie gesagt, nur noch 2 Sorten. Eine ist abhanden gekommen, nicht von mir, aber ist abhanden gekommen. Und eventuell seht ihr sie im Anschluss, wenn die beiden fertig sind, auch noch. Falls nicht, dann gab es die nicht mehr. Okay, fangen wir an mit Rittersport Nummer 1 und zwar Vanillekipferl. Diese hier. Die hat die Nährwerte. Oh, das ist aber blöd gemacht. Jetzt muss ich das hier so komisch umknicken. Moment. Jo. Tada. Das sind die Nährwerte. Und dann knicken wir es wieder zurück. Und riecht jetzt nur nach Schokolade. So sieht es von innen aus. Und wir nehmen uns ein Stückchen. Komm raus, komm raus. Also irgendwie habe ich was anderes erwartet. Die Schokolade ist so richtig übel dominant, dass ich finde, dass man diesen Vanillekipferl, also diesen Keksgeschmack, so gut wie gar nicht hat. Also, wenn überhaupt, sehr dezent. Jetzt bin ich halt auch nicht so ein Schokokonnoisseur, ne? Ich esse ja lieber Kekse als Schokolade. Aber ich finde ich wahnsinnig langweilig. 2,5. Haut mich nicht vom Hocker, Freunde. Okay, kommen wir zur nächsten Rittersportsorte. Und zwar weiße Spekulatius. Diese hier. Die Nährwerte davon. Wieder umknicken hier. Sind die hier. Wieder zurück, manchmal. Dann wollen wir knicken. Na, komm schon. Ist halt aus dem Kühlschrank. Ich mag Schoki nur aus dem Kühlschrank. Wenn die nicht aus dem Kühlschrank ist, die Schokolade, kannst du es vergessen, dann kannst du sie alleine essen. Also wie gesagt, bin ich schon nicht so ein Schokofan. Und wenn die dann schon nicht aus dem Kühlschrank ist, ne, das ist eh vorbei. Oh, das sieht nach Keks aus. Das sieht wirklich nach Keks aus. Schaut mal. Seht ihr, da ist so richtig Spekulatius drin. Also eigentlich haben sie Spekulatius, ja. Haben sie den schicken Spekulatius einfach nur mit Schoko übergossen. Also so sieht es zumindest aus. Okay. Komm raus. Gegessen wirst du ja sowieso. Es ist wahnsinnig schwierig, hier ein Stückchen rauszukriegen. Hä? Das ist ja vollkommen zerbrochen. Das ist ja richtig blöd. So, wie gehört denn das jetzt hier zusammen? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich mehr Schoki essen, als ich will. Na, okay. Alles klar. Jetzt brechen wir es nochmal. Das bricht nicht. Okay. Also ich habe jetzt hier dieses
Egal. Was man der zugute halten muss, ist einfach die Tatsache, dass es nach Spekulatius schmeckt. Aber da ist halt auch ein ganzer Spekulatiuskeks drin. Es wäre schwierig, wenn es jetzt nicht nach Spekulatiuskeks schmecken würde. Diese komische braune Creme, die dazwischen ist. Kann ich nicht genau sagen, was es ist. Und die weiße Schokolade ballert halt auch. Also es schmeckt halt einfach wie Spekulatiuskeks zusammen mit weißer Schokolade. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie das schmeckt. Ist okay, aber es haut mich nicht vom Hocker. So, da wurden wir ganz rüde unterbrochen. Ich weiß auch nicht, ob die Kamera jetzt genauso wieder steht, wie sie vorher war. Egal, wir waren stehen geblieben bei weißer Schokolade mit Spekulatius. Ich war nicht so begeistert davon, weil es schmeckt halt wie Spekulatius mit weißer Schokolade. Ja, würde jetzt habe ich schon Kekse vergeben? Ich weiß es nicht. Jetzt konnte ich ja länger drüber nachdenken. Also mehr als 2,5 kriegst halt auch nicht. Es ist echt nicht so der Brüller. Naja, so. Falls dem so sein sollte und ich die dritte Sorte, gebrannte Mandeln, noch kriegen sollte, kommt das jetzt. Falls nicht, dann ist das jetzt hier ein Abschied. War schön mit euch wieder. War gemütlich. War teilweise lecker. Okay, falls ihr davon schon was probiert habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und sagt mir, wie ihr es gefunden habt oder ob mein Geschmack einfach nur ein bisschen anders ist als eurer. Wie dem auch sei. Passt schön auf euch auf. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis dann. Tschüss.